Ja, im Libanon sind durch die massiven israelischen Luftangriffe bisher Zehntausende Menschen vertrieben worden. 27.000 von ihnen suchten Zuflucht in rund 250 Notunterkünften. Das teilte die libanesische Regierung mit. Seitdem seien auch Hilfsgüter, Hygieneartikel und Mahlzeiten für etwa 20.000 Menschen verteilt worden. Ausgelöst wurde die Flüchtlingswelle durch die Eskalation zwischen dem israelischen Militär und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz, die seit Monaten aus dem Libanon Israel mit Raketen und anderen Geschossen angreift. In Beirut wurde bei den vergangenen Luftangriffen Israels ein weiterer hochrangiger Kommandeur der Hisbollah getötet. Das ist inzwischen auch offiziell bestätigt. Max Hermes ist für uns weiterhin in Tel Aviv. Max, guten Morgen. Also wieder gab es ja Angriffe von beiden Seiten in der vergangenen Nacht. Auch bei dir in Tel Aviv, da kamen Geschosse an. Wie würdest du die Situation momentan einschätzen? Guten Morgen Marie, guten Morgen Carsten. Es gab hier in Tel Aviv das erste Mal seit Monaten wieder Luftalarm um 6:30 Uhr circa Ortszeit. Da ist in Tel Aviv hier das Leben stillgestanden und es war auch das erste Mal tatsächlich seit Kriegsbeginn, dass eine Rakete von der Hisbollah abgefeuert wieder es schaffen konnte, bis in den Luftraum von Tel Aviv im Zentrum des Landes zu kommen. Das war bislang nie der Fall. Die Raketen, die vorher auf Tel Aviv abgefeuert wurden zu Beginn des Krieges, die kamen von der Hamas und die kamen eben aus dem Gazastreifen. Und jetzt das erste Mal hat es eine Hisbollah-Boden-Rakete bis hier in den Luftraum geschafft. Die wurde dann aber unschädlich gemacht von dem Iron Dome. Allerdings natürlich trotzdem ein alarmierendes Zeichen für die Menschen hier, die sich hier in Tel Aviv durchaus sicherer fühlen als in anderen Landesteilen. Insgesamt wurden 215 Raketen zuletzt gemeldet, die aus dem Libanon abgefeuert wurden, vor allen Dingen auf den Norden Israels, während Israel seinerseits heftige Angriffe geflogen ist. Insgesamt mehr als 550 Menschen, die schon im Libanon umgekommen sind durch die jüngsten Attacken. Also eine riesige Fluchtbewegung, die sich dort auch ausgesetzt hat. Und Premierminister Netanyahu, der israelische Premier, hat noch einmal gesagt, die Bevölkerung des Libanon sei nicht Ziel dieser Angriffe, sondern eben die Hisbollah. Aber jeder, der für die Hisbollah Waffen verstecke, der für die Hisbollah möglicherweise Unterschlupf den Kämpfern gewähre, der müsse damit rechnen, dass auch er kein Zuhause mehr habe. Max, es ist ja offensichtlich, dass Israel versucht, die Hisbollah-Strukturen zu zerstören. Aber gibt es denn auch einen langfristigen Plan für den Libanon von Premierminister Netanyahu? Die Armee spricht jetzt erst einmal davon, dass diese Schläge, aktuell die Luftschläge, so heftig ausfallen, damit man Größeres und Längeres verhindere. Aber gleichzeitig sagt ein Armeesprecher auch, die israelische Bevölkerung muss sich darauf einstellen, dass dieser Konflikt mit dem Libanon noch länger dauern wird. Die IDF veröffentlicht Videos, in denen zu sehen ist, dass die Häuser, die attackiert wurden, dass da auch Waffen gelagert wurden. Aber letztlich überprüfen lässt sich das nicht. Und wenn so massive Schläge aus der Luft gefahren werden, dann muss man auch da einkalkulieren, dass Zivilisten getötet werden. Also eine langfristige Strategie ist da erstmal nicht erkennbar. Es wirkt so, als wolle Israel mit aller Kraft erst einmal so viele Militärkommandeure der Hisbollah ausschalten wie möglich, so viele Waffen vernichten wie möglich. Das Waffenarsenal können wir uns vielleicht auch einmal anschauen. 150.000 Raketen soll die Hisbollah vor diesem Krieg gehabt haben. 9.000 davon habe sie schon auf Israel abgefeuert, heißt es, und Zehntausende dieser Raketen wurden jetzt bereits zerstört. Also man verkauft das Ganze jetzt als Erfolgserlebnis, Erfolgsformel hier auch von israelischer Seite. Aber man muss auch klar sagen, etwas wie eine Nachkriegsordnung, wie es dort aussehen könnte im Verhältnis zwischen dem Libanon und Israel, ob dort eine Pufferzone eingerichtet wird und ob diese Pufferzone auch von allen Seiten dann eingehalten wird. Sowas gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Max, danke dir für diese Einschätzung direkt aus Tel Aviv.